Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Mohamed Ferit Kisila, ich bin der Inhaber der Zahnarztpraxis Innodentum in Bochum, der Gründer der InnoÄsthetics. Ich bin spezialisiert auf die Ästhetik, auf die Zahnästhetik. Hier in diesem Video erfährst du alle Informationen über Veneers, wie es abläuft, wie wir die Zähne beschleifen, was Veneers sind, wie viel es kostet, alles erfährst du in diesem Video. Vielen Dank, dass du dabei bist. Was sind Veneers? Veneers sind hauchdünne Keramikscheiben, die auf die Vorderseite der Zähne draufgeklebt werden. Das sind nicht nur die Frontzähne, das können alle Zähne im Kiefer sein. Wie werden die Veneers hergestellt? Die Veneers werden in einem Zahntechnikerlabor hergestellt. Das sind speziell geschichtete Keramikscheiben. Wo werden unsere Veneers hergestellt? Unsere Veneers werden in einem Meisterlabor in Dortmund in Deutschland hergestellt. Gibt es auch Veneers aus Kunststoff? Ja, die gibt es. Allerdings machen wir diese nicht in der Praxis, weil sie nicht das Ergebnis bringen wie tatsächliche Keramik-Veneers, weil sie ästhetischer aussehen. Kunststoff-Veneers nutzen schneller ab und verfärben sich schneller. Was kostet ein Veneer? Ein Veneer bei uns kostet 1.500 € pro Zahn. Das heißt, wenn du 6 Veneers brauchst, kostet dich das 9.000 € allein die Veneers. Wenn es natürlich mehrere Veneers sind, wenn du 15, 20 Veneers haben möchtest oder mehr, dann können wir natürlich individuell besprechen, was das dann am Ende für dich kostet. Bezahlt die Krankenkasse Veneers? Nein, Veneers ist ein rein ästhetischer Angriff, daher zahlt die Krankenkasse das nicht. Übernehmen private oder Zusatzversicherungen Veneers? Nein, in der Regel nicht. Jedoch gibt es Ausnahmeindikationen, das heißt, wenn Zähne stark vorbeschädigt sind, dann ja. Aber das müssen wir natürlich individuell bei dir schauen. Ist eine Ratenzahlung möglich? Ja, eine Ratenzahlung ist möglich, geht bis zu 72 Monate. Allerdings sind nur 24 Monate zinsfrei. Ab dem 25. Monat müsstet ihr dann Zinsen zahlen, aber das müssten wir dann hier mit euch zusammen berechnen. Ihr könnt natürlich auch was anzahlen und den Rest in Raten zahlen. Wie werden die Zähne für Veneers vorbereitet? Wie ist das Verfahren? Hier seht ihr mal ein Video, wo ich erkläre, wie wir hier Veneers schleifen. Wie viel nehmen wir für Veneers weg? Ihr seht, das ist ein spezieller Markierungsbohrer, der ist 0,4, 0,5 breit, der macht mir so Rillen rein. Dann weiß ich, okay, ich bin 0,4 drin, weiter geht er auch nicht rein. Und die markiere ich mir dann mit so einem Stift. Dann weiß ich, okay, bis dahin ist 0,4. Und dann nehme ich auch mit dem richtigen Bohrer dann wirklich auch 0,4, 0,5 weg. Ihr seht, das ist die Ursprungssituation der Zähne und ihr seht gleich die beschliffene Situation der Zähne. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert von der Breite, ist alles noch da, der Ursprung, nur von außen, von oben gerade ein bisschen was weggenommen. Dann kommt so eine Paste, die stillt das Blut, nimmt das Zahnfleisch ein bisschen weg. Dann kommt für die Abformung die Paste nochmal hier drauf. Das muss sehr präzise gemacht werden. Das ist die Abformung. Die wird dann reingemacht. Und dann wird mit diesem Schlüssel das Provisorium hergestellt. Schon haben wir hier ein Provisorium. Das wird ein bisschen ausgearbeitet. Und so schicken wir dann mit den Provisorien den Patienten nach Hause. Es gibt natürlich Situationen, wo die Zähne nicht gerade stehen im Kiefer, sondern verschoben sind. Dann kann es natürlich sein, dass wir den einen oder anderen Zahn mehr wegschleifen müssen als 0,4, 0,5 mm. Aber das entscheiden wir, du mal hier bist. Und dann können wir das in Ruhe nochmal besprechen. Wie werden die Veneers auf die Zähne aufgeklebt? Hier zeige ich euch auch mal ein Video, wie das Verfahren hier abläuft. Das sind die Zähne vorher, beschliffen, so sehen sie aus. Das sind dann die Veneers, die wir fertiggestellt haben. Dann kommt das Erzgel drauf, das muss wirken, wird dann schön verpustet. Dann kommt der erste Kleber drauf, dann kommt der zweite Kleber drauf, nachdem es verpustet wurde. Dann wird es nochmal verpustet. Kommt jetzt, ja. Und dann kommt der dritte Kleber drauf. Das sind mehrere Schichten, das sind so Vermittler. Und dann kommen die Veneers mit dem endgültigen Kleber drauf. Ihr seht, wie das schön einzeln draufgepackt wird. Das muss konzentriert gemacht werden. Muss alles schön trocken und sauber bleiben. Ist gar nicht mal so einfach, aber das sieht dann am Ende sehr, sehr schön aus. Ja, Kleber wegmachen, verstreichen, Lichthärte. Das wird dann ein paar Sekunden gemacht. So sieht es dann aus. Wie findet die erste Kontaktaufnahme statt? Tragt euch in das Formular ein. Dann ruft unser Rezeptionsdienst euch an und vereinbart einen Termin bei uns, einen Beratungstermin. Was wird beim ersten Termin besprochen? Beim ersten Termin schaue ich mir deine Zähne an, schaue ich mir all deine Zähne an, eventuell machen wir Röntgenbilder und dann kann ich dir grob schon was dazu sagen, wie ich mir das vorstelle und was natürlich auch deine Wünsche sind. Dann nehmen wir einen Abdruck oder einen Scan und sehen uns beim nächsten Termin. Wie ist die Terminabfolge? Wie viele Termine brauche ich? Du bist zu deinem ersten Termin gekommen, wir haben den Scan gemacht, den Abdruck genommen. Im nächsten Termin stellen wir ein Mock-up her. Das heißt, ich zeige dir schon mal, wie deine Zähne aussehen könnten. Wir machen Vorher-Nachher-Bilder und somit kannst du schon mal fühlen, okay, wo geht die Reise hin? Wenn du möchtest, kann in diesem zweiten Termin, wo du das Mock-up bekommen hast,
Und wir da schon anfangen, deine Zähne zu beschleifen. Das wäre der zweite Termin. Der dritte Termin beinhaltet dann das Kleben der Veneers. 3 Termine im besten Fall. Falls du noch ein Bleaching möchtest, müssen wir natürlich einen Termin dazwischen schieben. Das heißt, einen Termin mehr, um die anderen Zähne zu bleachen, falls du zum Beispiel nur 4, 6 Veneers möchtest und die anderen heller haben möchtest. Was passiert bei den einzelnen Terminen? Wie lange darf das schleifen? Der erste Termin, Beratungsgespräch. Der zweite Termin, das Mockup. Dieses Mockup und die ganze Analyse kostet euch einmalig 250 €. In diesem zweiten Termin können wir schon loslegen, die Zähne beschleifen, wenn du möchtest. Oder du überlegst dir das, musst dann zu einem erneuten Termin. Wenn wir die Zähne beschliffen haben, kriegst du ein Provisorium, gehst nach Hause. In 2 Wochen sind die Veneers fertiggestellt und wir kleben sie ein. Das Schleifen ist natürlich unterschiedlich. Je mehr Zähne, desto länger brauchen wir. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 10 Zähne beschleifen, bist du 4 Stunden hier, 4 oder 5 Stunden. Jedoch beschleifen wir nicht 4, 5 Stunden. Das Ganze drumherum, der Abdruck, der Scan, das Provisorium, das Herstellen, das ist ein langer Prozess. Das Einsetzen geht normalerweise schneller, außer wir müssen halt individuell was verändern. Wie viele Veneers brauche ich? Das ist sehr, sehr individuell. Es kann sein, dass du nur ein Veneer brauchst, dass du 2 Veneers möchtest, dass du 4, 6, das entscheiden wir natürlich gemeinsam. Jeder Patient hat seine eigene Vorstellung, du hast deine eigene Vorstellung, du sagst sie mir und ich kann dann sagen, ja, das können wir umsetzen oder wir brauchen mehr Veneers, es reicht auch mit weniger Veneers. Müssen all meine Zähne Veneers bekommen? Nein. Wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell. Wir können auch nur ein einziges Veneer herstellen, wenn das notwendig ist oder wenn du das möchtest. Kann ich Veneers mit anderem Zahnersatz kombinieren, mit anderen Behandlungen? Ja, natürlich. Es kann natürlich sein, dass du schon eine Krone hast, eine Brücke hast und dann müssen wir natürlich die anderen Zähne mit Veneers bestücken und dann diese Krone oder die Brücke ästhetisch gestalten, dass das sich auch nicht unterscheidet. Kann ich Veneers bekommen, ohne die Zähne beschleifen zu lassen? Ja, das nennt sich Non-Prep Veneers. Das heißt, ich muss nichts an den Zähnen beschleifen. Ganz, ganz dünne Keramikscheiben werden hergestellt und den Zahn geklebt. Das ist natürlich auch sehr, sehr individuell. Das geht nicht in jedem Fall. Wenn du schiefe Zähne hast, muss ich natürlich beschleifen. Aber das können wir dann individuell besprechen und schauen, ob das bei dir möglich ist. Was kann man machen, wenn ein Zahn fehlt? Das ist meistens kein Problem. Entweder bekommst du ein Implantat oder eine Brücke, um diese Stelle zu ersetzen. Was passiert, wenn die Zähne extrem schief sind? Es gibt Situationen, da sind die so schief, dass wir vorher eine kieferorthopädische Behandlung brauchen. Das machen wir mittlerweile ganz gut und schnell mit diesen durchsichtigen Alignern, mit den durchsichtigen Schienen. Begradigen wir die Zähne erstmal und dann können wir immer noch Veneers machen. Oder du sagst, das ist genügend, das sieht gut aus, möchte ich so lassen. Oder wir machen nachträglich Veneers. Manchmal sind das wenige Schiefstände, da können wir trotzdem Veneers herstellen. Lasert ihr auch Zahnfleisch weg? Ja, wir lasern Zahnfleisch weg in Kombination mit Veneers. Das heißt, wenn du zu viel Zahnfleisch hast, können wir das Zahnfleisch entfernen, damit du mehr Zähne hast und dann die Veneers drauf herstellen. Auf was muss ich achten nach der Venierbehandlung? Wenn die Zähne beschliffen sind, bekommst du natürlich ein Provisorium. Damit bist du erstmal 2 Wochen versorgt. In der Praxis erzählen wir dir dann, worauf du achten musst, auf welche Nahrungsmittel du achten musst, wie du beim Beißen dich verhalten musst, wie du die Zähne putzt. Das erklären wir dir hier in Ruhe. Wie kann ich die Veneers schützen? Jeder Patient kriegt nach der Venierbehandlung von uns eine Schiene, die du nachts dann trägst, um die Veneers zu schützen, damit die Veneers auch nicht kaputt gehen. Natürlich ist es wichtig, dass du die Zähne pflegst, dass du jeden Tag Zahnseide benutzt und alle 6 Monate zur Kontrolle kommst. Kann ich von einer Krone zum Veneer wechseln? Nein, bei einer Krone wird der Zahn komplett drumherum beschliffen, bei Veneers nur außen. Das heißt, wenn der Zahn einmal beschliffen ist, kriegst du wieder eine Krone, die wir aber wie Veneers auch ästhetisch herstellen können. Wie lange halten Veneers? Veneers halten in der Regel 15 bis 20 Jahre, sogar noch länger. Es kommt natürlich darauf an, wie viel von deinem Zahn noch da ist, wie wenig wir abschleifen musst. Und es kommt natürlich darauf an, wie gut du deine Zähne pflegst. Daher, wenn du die gut pflegst, regelmäßig zur Kontrolle zur Zahnreinigung kommst, können sie sehr, sehr lange halten. Was passiert, wenn meine Veneers erneuert werden müssen? Wenn du einmal Veneers hast, brauchst du immer Veneers. Das heißt, du bekommst neue Veneers, das Veneer wird runtergenommen und du bekommst dann einfach neue Veneers. Der Zahn muss nicht nochmal zusätzlich mehr beschliffen werden. Verfärben sich die Veneers? Nein, im Normalfall färben sich die Veneers nicht. Gibt es eine Garantie auf die Veneers? Ja, wir geben 5 Jahre Garantie für unsere Patienten. Wenn du regelmäßig alle 6 Monate zur Kontrolle und zur professionellen Zahnreinigung hier bei uns erscheinst, dann bekommst du 5 Jahre Garantie auf deine Veneers. Kann ich Veneers abnehmen und meine Zähne dann so belassen? Nein, wenn du einmal Veneers hattest, brauchst du wieder Veneers. Das heißt, man nimmt die Veneers dann runter, poliert den Zahn nochmal und macht neue Veneers. Man muss nicht noch mehr wegschleifen. Kann mit den Zähnen unter den Veneers was passieren? In der Regel nicht.
Wir kleben das sehr, sehr dicht, sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr sauber. Wenn du regelmäßig Zahnseide benutzt, deine Zähne gut putzt, dann kann in der Regel nichts passieren. Du kommst alle 6 Monate zu uns, zur Reinigung, zur Kontrolle, dann sind sie auch länger haltbar. Tut das Schleifen der Zähne weh? Nein, wir betäuben die Zähne natürlich vorher, dann merkst du von der Behandlung nichts. Tut das Einsetzen denn weh? Nein, da betäuben wir auch die Zähne und setzen die Veneers drauf. Falls du vorher ohne Betäubung mal sehen willst, wie die Veneers aussehen, damit du lachst und die Lippe nicht betäubt ist, nehmen wir das Provisorium runter, setzen die Veneers vorsichtig drauf. Dann kann es sein, dass es empfindlich ist, aber wenn du dann einmal dein Ergebnis gesehen hast und zufrieden bist, betäuben wir und dann setzen wir die Veneers ganz normal ein, ohne dass du es merkst. Ist nach der Behandlung mit Schmerzen zu rechnen? Nein, in der Regel keine dollen Schmerzen. Du kriegst ein Provisorium, das schützt deinen Zahn. Vielleicht sind die Zähne ein wenig empfindlich, aber du hast keine extremen Schmerzen. Bietet dir Vollnarkose an? Ja, wir bieten Vollnarkose an. In den meisten Fällen brauchen wir das eigentlich gar nicht. Für die Vollnarkose wird natürlich extra der Anästhesist bezahlt. Das heißt, da musst du nochmal 350 € pro Stunde dazu rechnen. Was ist der Unterschied zwischen Krone und Veneer? Bei der Krone muss ich den Zahn komplett beschleifen. Beim Veneer nur von außen und von oben. Hier zeige ich dir mal ein Video. Also ich zeige euch mal den Unterschied zwischen Krone und Veneers. Das Leuchtende ist die Krone. Das heißt, da muss ich mehr wegschleifen. Das haben wir hier gemacht, weil der Zahn wurzelbehandelt ist. Der ist dunkler, wie ihr seht. Das Veneer ist sehr dünn, darum würde das durchschimmern. Darum brauche ich ein dickeres Material und eine Krone ist ein bisschen dicker. Und die weißen Pfeile sind halt die Veneers. Da seht ihr nur von außen und von oben ein bisschen weggeschliffen, bei der Krone drumherum. Jetzt seht ihr, wie wir die Veneers erstmal einsetzen hier. Schön mit den Klebern. Und im Anschluss kommt dann die Krone. Und da werdet ihr jetzt sehen, an dem Pfeil, meine beiden Finger umfassen den kompletten Zahn, also die komplette Krone. Das heißt, von innen und außen muss ich für eine Krone beschleifen. Das heißt, viel mehr beschleifen als für ein Veneer. Das ist der größte Vorteil der Veneers. Geht aber nicht immer so schön rein. Und jetzt seht ihr den Unterschied überhaupt nicht. Veneer oder Krone, alles sieht top aus. Gleiche Farbe und gleiche Form. Ist eine Krone genauso ästhetisch wie ein Veneer? Ja, wir können die Kronen genauso ästhetisch herstellen. Wann benötige ich denn eine Krone anstatt einem Veneer? Wenn ein Zahn natürlich stark vorbeschädigt ist, viele Füllungen oder große Füllungen hat, eine Wurzelbehandlung hat, dann bekommt dein Zahn eine Krone.